Hallo liebe Berlinerinnen und Berliner, wir sind heute in Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg, also ganz weit im Osten von Berlin, in der Flusspferdhof-Siedlung. Das ist eine 1932 bis 1934 von der Gewobag gebaute moderne Wohnsiedlung mit ungefähr 880 Wohnungen. Es waren Kleinwohnungen, 45 Quadratmeter, meistens mit Wohnküche. Und es waren billige Wohnungen, in die tatsächlich damals Arbeiterfamilien überwiegend eingezogen sind. Ja, es ging damals Anfang der 30er Jahre, ähnlich wie heute, darum, möglichst schnell, preiswert Wohnungen zu bauen. Man hat deswegen neue Methoden angewendet, auch industrielle Baumethoden. Deswegen sieht es hier in diesem Treppenhaus auch so ein bisschen aus wie ein Industriebau. Diese Siedlung ist 1949 enteignet worden, weil sie in Ost-Berlin lag. Die Gewobag hatte ihren Sitz in West-Berlin. In der DDR-Zeit ist diese Siedlung wie andere Bauwerke im Sozialismus doch ziemlich stark verfallen, war also in einem ziemlich jämmerlichen Zustand, als sie 1995 an die Gewobag zurückkam. Und in ganz enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt ist die Siedlung dann saniert worden, sodass wir hier heute wieder ein Paradebeispiel für den sozialen Wohnungsbau in der Weimarer Republik vorfinden. Die Architekten Paul Mewes und Paul Emmerich wollten möglichst viel Licht, Luft und Sonne in die Wohnungen hineinbekommen. Deswegen gibt es hier keine engen Hinterhöfe, wie man sie aus Arbeiterwohnungen in Mietskasernen kannte. Es gibt diese langen Wohnzeilen und die bilden den Rahmen für große, weitläufige Höfe, die begrünt sind. Das heißt, diese Grünflächen sind ein integraler Bestandteil der Architektur. Und das schlägt sich darin nieder, dass wir uns hier nicht nur von der Architektur in einem Denkmal bewegen, sondern dass auch diese Grünanlagen, diese Freianlagen ein Gartendenkmal sind, das in die Berliner Landesdenkmalliste eingetragen worden ist. Ja, der Name Flusspferdhof-Siedlung hier in Berlin, der mutet ja schon ein bisschen komisch an. Wir sind ja auch nicht im Zoo, aber des Rätsels Lösung, das sieht man hier. Es ist ein Brunnen, in dem zwei Pferdeskulpturen stehen. Also wenn man so will, Flusspferde, daher dieser Name Flusspferdhof. Der Bildhauer, der das gemacht hat, hieß Hans Mettel. Man wusste bis vor 20 Jahren überhaupt gar nicht, wer es gemacht hat. Also Hans Mettel hieß er. Das war ein Bildhauer, der 1936 Berufsverbot bekommen hat von den Nationalsozialisten als entarteter Künstler, der dann aber in der Nachkriegszeit durchaus noch eine Rolle gespielt hat. Er war Bildhauerlehrer an der Städelschule in Frankfurt und er war zum Beispiel auch an den ersten 3 großen Documenta-Ausstellungen in Kassel beteiligt. Wir sind hier in einer öffentlichen Grünanlage, das heißt, Sie können die Flusspferdhof-Siedlung jederzeit besuchen. Vielleicht kennen Sie auch spannende Orte in Berlin, die wir besuchen sollten. Dann schreiben Sie uns. Bis zum nächsten Mal.